So, hallo zusammen. Vorab erstmal der Disclaimer. Ich bin kein Anlage- oder Finanzberater. Guckt selber nach, informiert euch selber, informiert euch noch woanders. Ich zeige euch nur das, wie ich es mache. Ihr seid für euch selber verantwortlich. Beachtet alle Links und Texte bitte unter diesem Video. Danke. Also, wir fangen mal heute an. Ich zeige euch mal, wie ich mit kleinen Coin ein bisschen Geld gemacht habe. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Warum erzähle ich euch das? Naja, ich habe auch mal klein angefangen. Ich denke, man sollte auch mal anderen Leuten eine Chance geben, ohne irgendeinen Kurs oder sonst irgendwas oder viel Geld auszugeben, dass man auch zu Geld kommen kann, wenn man es nicht übertreibt. Das ist das ganz Wichtige. Werdet ihr gierig, werdet ihr scheitern. Ich zeige euch jetzt, was man dafür braucht. Es wäre cool, wenn ihr dafür als Gegenzug einfach dann meine Links in der Beschreibung benutzen würdet. Dadurch habt ihr keine Mehrkosten oder sonstige Sachen. Ich kriege dadurch eine kleine Provision. Ihr kriegt die Informationen. Ich finde das einen tollen Tauschhandel. Meiner Meinung nach. Könnt ihr mir eure Meinung unten reinschreiben. Alles klar, als erstes zeige ich euch mal, was wir alles brauchen. Das ist einmal TradingView. Dort werden wir dann gleich ein paar Indikatoren einzeichnen bzw. festlegen, die wir dafür brauchen werden. Dann brauchen wir ein, zwei Kryptobörsen, je nachdem, was für ein Coin wir handeln wollen. Vielleicht auch 3, 4 Börsen, je nachdem, wo sie gelistet sind. Das System, was ich hier nutze, habe ich mir nicht selber ausgedacht, da bin ich irgendwann mal drauf gestoßen und habe es dann für mich verfeinert. Also ich möchte hier nichts irgendwie ankreiden, dass ich hier irgendwelche Systeme nutze, die XY erfunden hat. Ich nutze sie nur, ich zeige sie euch, wie sie funktionieren oder wie ich sie nutze. Dann ja, fangen wir mal einfach an. Also, wie gesagt, Link zu TradingView ist natürlich unten in der Beschreibung drin. Könnt ihr nutzen. Ich zeige euch auch, wir brauchen 3 Indikatoren. 2 habt ihr noch frei bei der kostenlosen Version. Wir brauchen 3. Ich zeige euch, wie man das auch bei der kostenlosen Version nutzen kann. Wen das nervt, der muss halt in den sauren Apfel beißen und sich dann dieses Monatsabo holen. Das ist aber auch kein Problem. Ich habe mir extra hier einen neuen Account angelegt gehabt, dass ich euch das mal alles zeigen kann. Dann gibt es noch ein paar Börsen, wie gesagt. Ich phase schon wieder viel zu lang. Also, von den Börsen kann man auch halten, weil man will, wegen KYC, aber da gibt es ja Möglichkeiten. Wie gesagt, TradingView brauchen wir. Dann werden wir beispielsweise, kann man KuCoin nehmen. Die haben eine große Auswahl an den Coins, auch kleinen Coins, vor allen Dingen, womit wir jetzt gleich was machen werden. BingX, Maxi, Gate.io, da werden wir gleich mal euch was drauf zeigen. Ich weiß auch nicht, also manche Leute haben ja Probleme, dass man sich bei manchen Börsen mit KYC anmelden muss. Verstehe ich nicht. Für mich ist das alles kein Problem. Wenn ihr da irgendwie Angst habt vor der Steuer oder sowas, es gibt ja auch so Sachen wie Coin-Tracking hier. Da könnt ihr das mit den API-Schnittstellen einfach verbinden und dann wird das dann alles mehr oder minder für euch gemacht. Ihr müsst dann nur noch mal kurz drüber gucken, was, wo, wie, wann und mehr ist es auch nicht. Also das ist total easy. Gibt es auch, glaube ich, meine ich jetzt als, was heißt jetzt, gibt es auch als kostenlose Version bis zu, ich weiß jetzt nicht wie viel Trades. Wenn ihr übrigens über meinen Link geht, spart ihr, glaube ich, nochmal 10%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Falls ihr das dann so ein Jahresabo haben wollt, ist bei einer gewissen Summe ist halt auf jeden Fall nicht verkehrt. Auf den Börsen generell, egal welche davon, würde ich jetzt generell nichts liegen lassen, wo ihr nicht mit tradet. Ja, also für alle, die noch keinen Ledger oder Alipay haben beispielsweise, bei beiden ist gerade Aktion, wie ihr hier sehen könnt, ja, dann
dann habt ihr dann nochmal $20 hier runter oder hier sind 20% reduziert. So, beide Links natürlich auch in der Beschreibung, genauso wie zu den Börsen. Alles klar. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Eigentlichen. Falls ihr bis dahin noch dran geblieben seid und euch nicht gelangweilt habt, kommen wir jetzt zu, gehen wir jetzt wieder zu TradingView. So, dann fangen wir einfach mal an. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, so sieht's aus. Ja. Dann gehen wir einfach hier drauf. Nehmen wir mal den kleinen Coin hier, Nals. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist ein BRC20 Token Coin vielmehr. Und der wird zurzeit nur auf Gate.io angegeben, wie ihr hier hinten sehen könnt. Ja, wenn ihr jetzt, was weiß ich, Bitcoin nehmen würdet, BTC, dann seht ihr hier die Börsen. Und das ist auch wichtig, dass ihr das einstellt. Wenn ihr auf Gate.io seid, müsst ihr hier Gate.io raussuchen. Hier hinten seht ihr da die Zeichen, ja, wo das dann gelistet ist und alles. Das müsst ihr nehmen. Ihr könnt jetzt nicht bei Bitstamp hingehen und aber auf Gate.io handeln, dann kriegt ihr nicht die richtigen Werte. Das kann euch fatale Folgen haben, ja. Denkt da bitte dran. Also, wie gesagt, wir nehmen Nals als Beispiel. Ist nur gelistet auf Gate.io, also müsstet ihr ein Konto auf Gate.io haben, dort Geld eingezahlt haben, dass ihr dort handeln könnt. So, dann klickt ihr hier drauf. Dann sieht das so aus. Entschuldigung. Hiermit können wir nicht so viel anfangen. Ihr klickt dann einfach hier drauf und dann sieht der ganze Spaß dann so aus. Hier habe ich meine Indikatoren schon eingestellt. Ich habe mir 2 Fenster oben geöffnet. Also diesen einfach nochmal dupliziert, weil man ja in der Free-Version nur 2 Sachen gleichzeitig laufen lassen kann. Wir brauchen aber 3. Also, dann, ganz wichtig ist, ihr schaltet hier oben erstmal um auf Minute. So, dann seht ihr hier euren Coin, den ihr gerade hier im Chart seht. So. Dann haben wir, im Normalfall sieht das so aus. Ihr müsst dann gleich, wenn ihr den ersten Indikator eingegeben habt, dann hier oben bei Niles Tether geht ihr auf mehr und dann verbergen. Dann seht ihr das auch so. Der erste Indikator, den wir nehmen, ist der hier oben. Wichtig ist auch, von wem er ist, hier von diesem Uro VU. Das ist wichtig, weil es gibt manche stehen da doppelt dran, wenn ihr die hier oben in der Suchleiste eingibt, ja. Also wenn wir dann zum Beispiel so, pass auf, hier haben wir beispielsweise jetzt den ich jetzt hier genommen habe. Und wenn ihr dann weiter guckt, dann habt ihr auf einmal irgendwelche anderen noch hier drin stehen, die bringen uns aber nichts. Ja, ist ganz wichtig. Also wie gesagt, wir nehmen den hier oben und dann müssen wir den Indikator erst noch einstellen. Das ist ganz wichtig, sonst haben wir ein Problem. Und zwar gehen wir dann hier, wenn ihr den dann hier oben stehen habt, geht ihr hier auf das Rädchen. Warum, weshalb, das werde ich euch jetzt nicht mehr weiter erläutern, aber es muss so eingestellt werden. Hier oben steht eine 7, dort steht eine 11. Das ist wichtig. Nichts weiteres machen, OK drücken. So, dann der nächste Indikator wäre dann der UT-Bot. UT-Bot Alert. So, das gebt ihr dann auch wieder hier oben ein. Am besten markiert ihr euch das auch alle mit so einem Sternchen, damit ihr die Sachen drin habt. So, der UT-Bot, kann ich ja euch auch nochmal zeigen, ist, also das seht ihr dann mit dem, die Linearen, seht ihr dann so.
Vorher seht ihr das natürlich noch so. Ihr geht hier oben auf die 3 Punkte, verbergen, dass ihr nur noch diese Linien seht, damit das richtig schön übersichtlich ist. Wichtig. Wir haben jetzt gerade den UT-Bot eingegeben, den blende ich jetzt auch wieder ein. Der zeigt dann immer die Sell- und Buy-Signale an. Wichtig. Müssen wir auch einstellen. Hier kommt in das obere Feld eine 2, in das untere Feld eine 11. Wichtig. So, dann haben wir 2 von 3 Indikatoren. Das hier unten ist eigentlich nicht wichtig, kann aber bleiben. Kann ich euch schon mal einen Überblick machen, wie das dann aussieht. Ja, wenn jetzt ein Buy-Signal ist und die Linie, dann geht ja hier die eine schon, die ist noch drauf. Hier ist sie drüber und die würde ich abwarten. Plus 1 oder 2, da wir im Minutenchart sind. Ich würde nicht die erste Minute immer für voll nehmen. Es gibt manchmal auch so Fake-Signale. Dann kommt dann so ein Fake-Buy. Wo haben wir denn sowas zum Beispiel? Hier. Dann steht hier ein Buy und es geht aber trotzdem, wie ihr hier seht, es geht die ganze Zeit weiter runter. Deswegen brauchen wir den dritten Indikator. Da war beispielsweise auch sowas gewesen. Da war eine Kerze überhalb der Linie gewesen und das ist wichtig, es muss überhalb der Linie sein, egal ob ihr das jetzt euch den Coin kauft und dann verkauft, wenn sowas ist, oder ob ihr das mit dem Hebel macht. Und Leute, seid vorsichtig mit Hebeln. Macht keinen Blödsinn. Alles über einen 20er Hebel ist sowas von Blödsinn. Also das, nee, fallen mir auch keine Worte mehr zu ein. Will ich auch von keinem hören, dass er höher gegangen ist wie über einen 20er Hebel. Spielt nur mit Geld, was ihr auch bereit seid zu verlieren. Ganz wichtig. Ich weiß, ich sage hier andauernd ganz wichtig, es ist wichtig. So. Wie ihr hier sehen könnt, beispielsweise hier sind 3 Kerzen gewesen, hier war die erste drunter, zweite, hier wäre ich dann reingegangen, um ganz sicher zu sein. Ja, wir sind unterhalb dieser Linie, wenn ich das dann shorten wollte. Das Signal wurde auch gegeben, ab der ersten Linie glaube ich schon, ja, ab der ersten Linie wurde das Sell-Signal gegeben und seitdem sind wir nur hier runtergegangen. Hier haben wir jetzt wieder ein Buy-Signal. Das war aber ein Fake-Signal gewesen. Warum auch immer es zwischendurch mal angezeigt wird, kann ich euch leider nicht beantworten. Es ist aber einfach so. So, dann kommen wir jetzt zu dem dritten Indikator. Das wäre dann der hier unten. Ich habe jetzt einen Indikator hier oben ausgeschaltet gehabt, hier den UT-Bot, damit wir den hier reinmachen können. Da müsst ihr immer in diesen Fenstern hin und her springen. Ja. Oder ihr holt euch dann eine größere Version hier von TradingView, also eine Bezahlversion. Wie gesagt, da müsst ihr das bezahlen, aber die Kohle habt ihr auch ganz schnell raus, also ganz ehrlich. So, dann kommen wir zu dem dritten Indikator, das ist wie gesagt der hier unten und das ist der STC-Indikator. Ja, ganz wichtig. A Better MACD-Indikator. Okay? Den einfach hier oben suchen wieder und dann taucht er hier auf. So, jetzt kann ich euch das mal zeigen. Hier ist ja der schöne Anstieg gewesen, den wir hier auch hatten. Dieser hier. Und dann seht ihr ja, hier sagt er mir ja Buy und dann erste Kerze, zweite Kerze, dritte Kerze, hier wäre ich reingegangen. So, dann können wir das hier auch nachgucken mit dem Indikator hier unten. Hier war er noch rot gewesen, da unten. Auch bei dem noch war er rot gewesen. Dann kommt die erste Überschneidung von der weißen Linie. Da war er auch noch rot gewesen. Dann die zweite Überschneidung mit der Linie und jetzt kommen wir zu der ersten Kerze, die überhalb der Linie ist und die war grün gewesen. Um sicher zu gehen, dass das kein Fake ist, warten wir 1, 2, seht ihr, unten hier ist alles grün und hier oben ist die grüne Kerze überhalb der Linie und es ging die ganze Zeit bergauf. Dann ging es einfach seitwärts und es ging war immer noch grün gewesen, konnten wir immer noch schön machen. So, hier ab der 4., 5. Kerze, hier war ja dann das
Sell-Signal gewesen und wie ihr hier unten sehen könnt, ja, ist das dann auf Rot umgesprungen und runtergegangen. Wunderschön zu sehen. So, dann sind wir hier ein klein bisschen wieder hochgegangen und dann zeigt er mir hier diese zwei komischen Fakes. Den hier. Und da war auch noch gewesen, aber das Signal war dann hier eine Kerze bei und dann ansonsten das Sell gewesen. Was sagt uns das hier? Immer noch. Sell, 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 Sell. Bis hierhin. So, und jetzt fängt das wieder hier an. Können wir auch hier gucken. Hier sagt er wieder Buy-Signal. Und das, gut, das hätte man eventuell noch mitnehmen können für kleinen Prozentsatz, ne? Wenn wir dann hier unter der Linie, ja gut, hätte nicht viel gebracht, ja. Also da muss man halt mal ein bisschen drauf achten. Aber ansonsten seht ihr dann wieder, da ging es rauf. Wie gesagt, es ging ja hier um das Sell-Signal und ging unterhalb der Linie. Hier hat er es aber nicht angezeigt. Also bleiben wir drin. Deswegen ist dieser dritte Indikator hier, dieser, ist so wichtig. Hier ging es ja die ganze Zeit runter bis dahin. Dann fing es an hoch zu gehen. Erste Kerze, zweite Kerze, dritte Kerze. Erste Kerze, zweite Kerze, dritte Kerze. Also wären wir ungefähr hier rein. So, und es zeigt mir immer noch grün an. Auch wenn es da runtergegangen ist und dass der Bot gesagt hatte, es geht hier runter. Also hätte uns das nichts gebracht, wenn wir da irgendwas verkauft hätten. Solange das hier noch grün angezeigt wird, obwohl das hier ist scheißegal. Diese drei Sachen müssen übereinstimmen. Erstens Buy-Signal, zweitens überhalb der weißen Linie und drittens hier Anstieg grün. Ja, und da wir ja 3 Minuten gewartet haben, kann uns dieses hier nicht passieren für 1 Minute, sondern wir sind ja dann so gesehen erste Minute, zweite Minute, dritte Minute. Ja, wie ihr da sehen könnt, sind wir da schon mitten im Anstieg. Und das ist das ganze Geheimnis daran. Und so habe ich dann meine Kohle gemacht. Mehr ist es nicht. Also, ich weiß, ich habe jetzt ziemlich viel gelabert wieder hier, aber vielleicht bringt es euch irgendwie weiter. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, man hat gesehen, dass es bei mir funktioniert. Also, was soll ich euch weiteres dazu sagen? Nutzt meine Links, liked das Video vor allen Dingen, teilt es mit euren Freunden, übertreibt es nicht. Das war's eigentlich. Alles klar. Viel Erfolg euch damit. Wie gesagt, das ist keine Anlageberatung. Ich habe euch jetzt nur gezeigt, wie ich das mache. Dieses Video galt nur der Unterhaltung. Die Links könnt ihr gerne bitte benutzen unter dem Video. Würde mich sehr freuen. Und bis dahin. Ciao, ciao.